Mit Scan-to-Counter haben wir eine Digitalisierungslösung für Belege implementiert, die uns sehr viel Zeit, Aufwand und Geld gespart hat und die mittlerweile millionenfach bewährt ist bei uns in der Sparkasse. Wir sind eine typische bayerische Sparkasse mittlerer Größe mit 30 Geschäftsstellen im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Im Zahlungsverkehr in Europa haben sich ja bekanntlich die Fristen geändert und SEPA-Zahlungen müssen innerhalb von 24 Stunden beim Empfänger sein. Bis dato war es so, dass wir die Belege in den 30 Geschäftsstellen gesammelt haben und einmal mit dem Kurierdienst alle angefahren haben. Wir haben die Belege, die wir mit den Kurierdiensten eingesammelt haben, am nächsten Tag in Bad Tölz weiterverarbeitet. Das Problem war nur, wenn aus irgendeinem Grund die Zahlung nicht automatisch durchgelaufen ist, dass dann diese 24-Stunden-Frist sehr, sehr in Gefahr war. Dann haben wir uns gedacht, Mensch, wie kriegen wir das mit diesen Überweisungen bloß besser in den Griff? Weil es ist ja auch ganz schön teuer. Damals kostet es ja schon 70.000 € pro Jahr nur an Kurierdienstkosten. Das ist heute kaum mehr vorstellbar. Früher wurden die ganzen Belege gesammelt, in Bad Tölz bearbeitet, dann von da an die Finanzinformatik übertragen und die haben aus den Bildern Informationen gemacht und damit die Zahlung ausgelöst. Und da haben wir uns gedacht, verdammt, wie können wir die ganze Geschichte effizienter gestalten? Die Drucker, die wir draußen haben, die können ja auch Belege scannen und somit aus den Bildern Informationen darstellen und das dann auch somit transportieren. Dann haben wir angefangen zu suchen, ob wir jemanden finden, der uns dabei helfen kann, die Verarbeitungszeit zu reduzieren. Wir wollten ja aus 2 Tagen 2 Stunden machen. Die Mitarbeiter sollen nur noch die Belege zählen, auswählen, ob es eine Überweisung oder ein Scheck ist, die Belege auf den Scanner legen und senden. Und wir wollten, dass der Drucker dem Mitarbeiter sagt, wenn er sich zum Beispiel verzählt hat, wenn er also statt 25 Belegen nur 24 Belege eingelegt hat, dann sollte der Auftrag abgebrochen werden und der Mitarbeiter muss einen Hinweis erhalten, dass er nicht verarbeitet wird, weil so werden auch Fehler wie Doppelbuchungen vermieden. Die sogenannte Prima Nota sollte auf jeden Fall auch automatisch erstellt werden. Das ist ein Vorlaufblatt, wo alle wichtigen Informationen draufstehen, wie der Tag, die Anzahl der Belege, welche Art, und diese muss eindeutig durchnummeriert sein. Das war das, was wir wirklich haben wollten. Wir haben nur niemanden gefunden, der uns das praktisch so implementiert hätte, wie wir es gebraucht hätten. Und dann kam Excepture. Der Mirko Rudolf hat seinen Laptop aufgeklappt, hat dann unseren Scanner angeschlossen und wir bekamen fast die Tränen, weil er hat eine fast fertige Lösung präsentiert und nach 2 Wochen hatten wir das, was wir wirklich gebraucht haben. Man muss wissen, wenn 30 Leute zweimal am Tag Prima Nota Belege ausfüllen, dann haben sie 60 Fehlermöglichkeiten und die Gelegenheit nehmen sie alle wahr. Wenn sich die Mitarbeiter jetzt erzählen, ist es wurscht, weil dank der Softwarelösung der Drucker die Kontrolle drüber hat. Die Filiale bekommt eine E-Mail quasi mit dem Tenor, der Stapel von Belegen von vorher wurde nicht korrekt verarbeitet und wird daher gelöscht. Wir haben die Lösung von Excepture in 3 Geschäftsstellen getestet. Die Mitarbeiter vor Ort waren am Anfang eher skeptisch, haben aber sehr schnell gemerkt, dass es schneller geht und weniger Aufwand bedeutet. Und zudem haben wir die Kurierdienstkosten halbiert. Und dann waren wir eigentlich schon auf der Gewinnerstraße. Die Archivierung erfolgt automatisch. Die Originalbelege heben wir jetzt 4 Tage in der Schurschachtel auf und dann schmeißen wir es weg. Das System hat sich sehr schnell gerechnet. Wir mussten nur ein paar Multifunktionsdrucker kaufen, ein paar Softwarelizenzen und einmal die Mitarbeiter schulen. Die Lösung spart uns dauerhaft enorm viel Geld und wir haben mittlerweile schon 5 Millionen Belege damit verarbeitet und die zusätzlichen Module von Excepture haben sich schon lange amortisiert.